So, da sind wir also. Und wir haben die Ehre, heute die Dungeons von Meister G aufzubrauchen. Wir gucken mal rein, was wir hier alles so am Start haben. Ab hier an hat er quasi angefangen, Dungeon-Pause zu machen. Beziehungsweise hat noch ein, zwei Dungeons hier zwischen noch gemacht irgendwie. Also ein paar sind, das sind die neuen Dungeons, die jetzt die jetzt neu dazu kamen, ne? Seit dem letzten Jahr, genau. Okay, ansonsten sind wir fast durch tatsächlich mit der Lichtwelt. Die neuen Dungeons sind nur noch offen. Die sollten wir aber hinkriegen. In der Schattenwelt sieht's ähnlich aus, beziehungsweise noch nicht alles freigeschaltet. Wirbelwind, alle schreiben Wirbelwind. Dann machen wir Wirbelwind als erstes. Entern wir uns dadurch. Und das ist so geil, weil wir haben ja jetzt, ne, Hexen-Event. Das heißt, jedes Item, was wir hier bekommen, können wir zum doppelten Preis alles gleich verkaufen. Also es ist der perfekte Zeitpunkt eigentlich, aus der Dungeon-Pause rauszugehen, weil wir können danach gleich sofort in den Legi-Dungeon rein, dass der jetzt gerade aktuell ist, und alles, was wir hier an Items bekommen, können wir alles sofort weiterverwerten und zur Hexe bringen. Das ist perfekt. So, die letzten 10 Kämpfe lassen wir durchlaufen. Mal schauen. So, letzter Kampf. Achso, vorletzter. Danach kommt ja noch eine Etage. So, und Wirbelwind, Stufe 1000 von 1000. Let's go, gehen wir rein. Sollte, denke ich mal, auch kein Problem sein. Und da ist er down. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Wirbelwind erfolgreich besiegt. Gut, dann gehen wir rein. Machen wir die ersten Etagen. Die neuen Dungeons, die jetzt rauskamen, kürzlich, sind natürlich hier noch alle verfügbar. Und die werden jetzt alle durchgeklöppelt hier. Ja. Geil, nice. Freut mich, dass es doch noch geklappt hat und wir unseren Spaß hier heute haben können. Und der Stream nicht abgesagt werden musste. Ich war echt schon down bad, muss ich sagen. Ich war sehr deprimiert. Ich war in einem Loch ganz, ganz tief unten schon, am Erdkern schon. Aber jetzt bin ich wieder voll am Start und motiviert, das Ganze hier heute durchzuziehen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Wir haben es jetzt schon 23 Uhr. Wir sind natürlich auch ein bisschen verzögert hier durch das ganze Spektakel von Vodafone um 80 Minuten oder so. Ne? Aber ja, das kriegen wir auf jeden Fall wieder hin. So. Endlich pusht mal wer mein SA. Das wurde aber auch Zeit, ne? Und vielen lieben Dank übrigens, ne, hier an der Stelle an Master G. Da könnt ihr auch sehr gerne dem Master G mal Dankeschön schreiben hier in den Chat, dass er uns das Ganze hier bereitstellt, dass wir hier seine Dungeon-Pause auflösen dürfen, dass er mir die Ehre zukommen lässt und wir dadurch einen schönen, nicen Stream heute Abend, wo wir mal durch die Dungeons mal durchrasieren und gucken, was so eine Dungeon-Pause überhaupt so ausmacht. Und einfach mal alles aufräumen, was er sich über 1,5 Jahre aufgespart hat. Ne? Ich persönlich könnte es nicht, muss ich sagen. Ja, also es ist schwierig für mich, sich die Dungeons aufzubewahren, weil mir kribbelt es in den Fingern. Und nach, keine Ahnung, nach so langer Zeit endlich mal den Pfropfen platzen zu lassen, das ist wie nach einem Jahr November für mich hier gerade.
Heute wird hier richtig einer aufgespielt. Dungeon Break zu machen ist schon langweilig, aber worth auf jeden Fall. Er wird mich safe auch noch damit überholen. Ja. Safe. Stufe 509 wird er safe knacken. Heute wird er dick abgesaftet. Heute wird nicht nur dick abgesaftet, heute wird er dick abgesaftet hier im Stream. Ja. So, weiter geht's. Die Liga der Superhelden. Let's go. Ja, umso später die Uhrzeit, umso lustiger wird's hier heute. Ich bin so gespannt, wie weit er kommen wird hier heute, ne? Der Toilet Tracker. Das ist so ein neues Thema, ne? Mit der Dungeon-Pause, was aufgekommen ist. Was halt super effizient ist, aber ja, ob das Playa Games so vorhergesehen hat, das ist halt die Frage, ne? Das ist das gleiche Ding wie mit der Festung und der Teilschutztaktik. Es ist bestimmt nicht so gewollt von Shakes and Fidget, dass man, ja, weiß ich nicht, alles Mögliche an Verteidigungsgebäuden einfach mal gar nicht ausbaut. Das ist bestimmt auch nicht der vorhergesehene Spielstil, aber das ist halt das Effizienteste. Genauso ist das jetzt hier mit der Dungeon-Pause das Gleiche. Es ist bestimmt nicht von SF gewollt, dass man sich 1,5 Jahre Dungeons aufhebt oder so und da gar nichts macht. Aber es ist halt einfach das, was am meisten knallt. Ja, Julian, der wird mich, also ich sag dir ehrlich, der wird nicht nur mich einholen, das ist sowieso ganz klar. Gut, bisschen spät angefangen die Dungeon-Pause, das muss man auch dazu sagen, ne? Ich glaube ab 400 oder so, ne? Angefangen. Also die Zeit wissen wir ja hier am 1.1. Ich glaube mit Stufe 400 war es oder so. Viele fangen ja schon ab 400, ja, ab 350, 60 so an, ne? Das muss man dann auch beachten. Also ein paar Dungeons sind schon vorab gelegt worden. Also mal schauen. Es bleibt spannend. Was bringt das genau? Wieso macht das so einen heftigen Unterschied? Dazu kann ich dir eine ganz kurze Statistik zeigen. Gibt es in dem Spiel eine Goldkurve und eine Erfahrungskurve. Und die siehst du hier eingeblendet. Die Goldkurve ist orange eingefärbt und die Erfahrungskurve ist blau hinterlegt. Ja? Hier unten siehst du die Level. Hier siehst du die XP pro Quest quasi und hier das Gold. Ne? Du siehst, dass die Erfahrungskurve steil nach oben geht bis zur Stufe 393 und dann auch wieder abflacht. Ne? Das Problem ist, du hast halt hier einen kurzen Zeitraum, in dem du dich aufhältst, wo du das Maximum an Erfahrung aus jeder Quest rausquetschen kannst, sozusagen. Ne? Das ist quasi der Bereich hier, wo du wirklich am meisten XP aus den Quests bekommst. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, keine Dungeons mehr zu pushen, dann sagen wir mal so ab Stufe 350, dann bist du so in dem Bereich hier, fängst du an, keine Dungeons mehr zu machen. Das heißt, du gewinnst Erfahrung nur noch über das Questen, nicht mehr über die Dungeons. Das heißt, du hältst dich länger in diesem sehr guten Erfahrungsbereich auf und hast halt mehr oder länger was von dem guten Bereich hier. Wenn du jetzt ab 350 weiter die Dungeons pusht, bekommst du durch die Dungeons natürlich sehr viel Erfahrung und verlässt diese Phase hier dementsprechend deutlich schneller als jemand, der halt keine Dungeons pushen würde. Und deswegen macht man halt eben ab diesem Bereich circa Dungeon-Pause, damit man in dem Bereich länger was von der guten Erfahrung hat. So, und das Ganze löst man dann circa ab dem Zeitpunkt hier auf, ja, wo sich dann so langsam nachher die Erfahrungs- und Goldkurve überschneidet und pusht dann hier seine Dungeons, weil dann lohnt es sich nachher nicht mehr großartig, pusht man hier seine Dungeons und ist dementsprechend halt weiter vorne als Leute, die die Dungeons eben nicht aufgespart haben, weil die Dungeons an sich von der Erfahrung immer gleich bleiben. Also die verändern ihre Erfahrung nicht. Das ist nicht levelabhängig oder so. Aber levelabhängig ist dein Questen an sich. Das ist levelabhängig. Aber die Dungeons XP, die sind statisch, also die bleiben gleich so. Und deswegen, ja, fängst du dann nachher so langsam an, auf Gold zu gehen, beziehungsweise halt so Hybrid, je nachdem, was halt für dich die beste Quest ist im Vergleich zur Zeit.
Und ja, das ist so das Ding. Und dementsprechend bist du dann nachher, weil du dich halt länger hier in der Phase aufgehalten hast und die Dungeons halt gleich sind, bist du dann halt meistens vorne hier, weiter vorne. So. Das ist halt auch das Ding, das kann ich dir zeigen. Ich habe halt keine Dungeon-Pause gemacht, ich bin Stufe 509. Ich habe das Maximum rausgeholt quasi. Ne? So jemand wie der Natsu, der hat Dungeon-Pause gespielt. Der hat auch das Maximum rausgeholt und der ist 524. Das sind Level, die kann ich nicht mehr einholen, weil er sich halt länger in dem guten Erfahrungsbereich aufgehalten hat. Ich hoffe mal, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Alles. So, weiter geht's. Okay. Bisher noch Herausforderung hier für den Meister G. Die in der Lichtwelt der Olymp und die Monstergrotte noch offen. Mal schauen, wie es hier aussieht. Ja, sollte auch easy sein. $300 Millionen. Sehr schön, das schmeckt natürlich schon. Wir werden es heute herausfinden. Es wird auf jeden Fall mit Abstand der stärkste Char bei uns in der Gilde werden. Da gehe ich mal stark von aus. Ich weiß nicht, wer noch alles Dungeon-Pause bei uns macht. Es sind noch, glaube ich, 1, 2 Leute dabei, die noch ihre Dungeon-Pause nicht verlassen haben. Aber wer genau, das habe ich jetzt nicht alles ganz auf dem Schirm. Gut, bei Chris weiß ich auf jeden Fall, der hat noch keine Dungeon-Pause. Der hat noch nicht seine Dungeon-Pause verlassen. Zeus, besiegt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Olymp beklommen. Also bei Ignir weiß ich gut. Aber der hat auch wirklich der einzige Spieler, der dort sehr wirklich rasiert hat. Alter, Chris, das lese ich ja jetzt erst. Das ist ja respektlos. Aber er hat recht. Er hat einfach recht. Ich kann nicht mehr, Alter. So, Monstergrotte. Wieder ein neuer Dungeon, der dementsprechend natürlich noch nicht besiegt worden ist. Uiuiuiui. Der neue Dungeon in der Lichtwelt haut schon rein hier. Gibt es einen Spieler, der alle Dungeons noch offen hat? Weiß ich nicht. Level 10 Spieler? Die haben bestimmt noch alles offen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es macht ja auch erst Sinn, ab einer bestimmten Stufe erst in die Dungeon-Pause reinzugehen. Es sei denn, du hast halt so einen Projekt-Account, der ohne... Oh, der erste Loose. Der erste Loose gegen den Monster Truck. So sieht's aus. Und Stufe 499 erreicht. Wir kratzen an der 500. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Wir fangen an rum zu spammen. Holy shit. Der war knapp. Wir machen mal ein bisschen mehr Speed. Speeden up. Sehr schön. Marshmallow Man, der nächste Gegner. Easy. Okay, wir equippen erst mal den Marquardt hier. Ich würde aber ganz gerne alle Dreier-Attribute nehmen hier. Oh. Die ist ja auch schon wieder besser. Nur Dreier-Attribute. Oh, die ist auch schon... Ich meine, gut, das hat ja fast noch gar nichts hier, ne? Also, ja, wir nehmen erstmal irgendwas und gucken mal, ob wir das nachher noch verbessert kriegen irgendwie. Der Sandkastenwurm. Mal schauen, was trinkst du da Leckeres? Ah, Sergio, ich habe eben gerade vor 10 Minuten Werbung gemacht für Holy. Deswegen kann ich jetzt nicht nochmal einen drauflegen. Ja. Kann ich nicht machen. Haben wir gerade schon. Er hilft mir auf jeden Fall super, aus der Misere zu kommen hier heute. Ja. Hast du, also, soll ich dir mal die Crit zeigen auf meinem Main jetzt? Ich habe ja meine Waffe, die ich letztes Mal gefunden habe, meinem Marquardt gegeben. Der schallert jetzt die Crits raus. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und Stufe 500. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft.
500 gehittet. Wie viele Level hast du schon gemacht? Wir haben angefangen mit 493,5 und sind jetzt bei 500. Habt ihr schon LD-Runs gemacht? Nee, bisher noch nicht. Wir pushen erstmal noch Dungeons. Bis nichts mehr geht. Und dann wird neu equipped. Und dann wird wieder in die Dungeons gegangen. Heute wird hier alles rausgelassen. Potenzial ist da, ihr seht es ja oben. 26,4k Pilze ist ein stolzes Sümmchen. Ich hoffe, alle aufgeladen über den Code Dorza. So, und damit haben wir erfolgreich die Lichtwelt bezwungen. Wir machen weiter. Ab in die Schattenwelt. Mal schauen, wie es hier aussieht. Aber mal ehrlich, was würde man für mich jetzt bekommen? Keine Ahnung. Wie würde ich mich selbst einschätzen? Ich hatte mal, das hatte ich irgendwo gelesen, letztes Mal, das hatte ich auch auf Instagram gepostet gehabt. Man konnte das Net Worth von mir bestimmen. Ja. Und da stand, gut, ich weiß nicht, das war jetzt auch schon wieder eine Weile her, da stand irgendwas um die 30k habe ich an Net Worth. Das finde ich ziemlich peinlich, muss ich mal so sagen, an der Stelle. Ich glaube, da kann man mehr rausholen. Aber fand ich interessant auf jeden Fall, dass es überhaupt über mich ein Net Worth gibt. Vielleicht sollten wir noch warten. Wir leveln ja eh noch ein paar Level auf. Und dann gehen wir ja erst... Wir kriegen ja so viele Epics durch den Leggy Dungeon, also... Eigentlich brauche ich die noch nicht großartig equippen hier. Wir machen weiter. Es wird ein Dungeon nach dem nächsten hier geschnetzelt. Die Waffe ist auch geil. Was wird bei dir dein EU5 Main? Also was ich auf EU5 spielen werde. Ich spiele auf EU5 einen Dämonenjäger. Aber ich spiele den dort nicht lange. Okay, wir sind ja jetzt hier eh noch in einem Bereich, wo der Bertram hier ja alleine carried. Da brauchen wir ja noch gar nicht so viel machen. Hier werden die Easy XP mitgenommen. Sind wir ja schon vom Level her deutlich höher. Also, wir warten, bis wir den Leggy Dungeon erreicht haben und dann wandeln wir die Epics, die wir dort bekommen, um in Begleiter-Items, ja? Das ist der Play. Leggy Items umwandeln, okay. Gut. Okay, der Endfight hier. Vom letzten Dungeon. Von den Superhelden hier, glaube ich, war das. Ah. Sehr gut. So, GG. Haben wir das nächste Achievement geunlockt. Damit der nächste Dungeon hier bezwungen. Ich würde mal sagen, wir geben mal ein bisschen Hackengas. Weil wir müssen ja auch noch die ganzen neuen Items finden. Ich hoffe mal, dass wir da ein bisschen Glück haben werden. Damit wir nicht 1000-mal in die Dungeons reinmischen müssen. Ja, der war schon ein bisschen knapper. Aber kein Problem. Für den Master G hier. Und der Gnadenstoß. Denkt ihr, Meister G packt 520? Mal schauen, mal schauen. Ich kann es ganz schwer einschätzen, weil er hat zwar sehr spät jetzt also er hat sehr spät die Dungeon-Pause verlassen. Er hat aber auch sehr spät angefangen mit der Dungeon-Pause. Also ist wirklich schwierig zu beurteilen. Bin ich selbst sehr gespannt, was dann nachher am Ende rauskommt hier. Beziehungsweise wo es anfängt, dass die Dungeons knapp werden. Oder wo er jetzt nicht mehr weiterkommt, großartig. Bisher geht es noch einigermaßen. 507 ist geknackt. Machen wir gleich den nächsten fertig. Sehr schön. First Try. Auch First Try. Auch First Try. Ah!
beim letzten hakt's. Moin, wann fängt man am besten mit der Dungeon-Pause an? Ja, zwischen 350 und 380 so. Das sind gute Calls. 393 geht auch noch fit. Ja, aber spätestens da sollte man anfangen. Guck, dass du immer mal eine bessere Waffe hast für alle. Ja, wir werden mal schauen, wie weit wir erstmal noch kommen. Und dann je nachdem hier und da mal ein bisschen neu equippen. Dass wir vielleicht nochmal 1, 2 Etagen nachher mehr schaffen, aber das müssen wir schauen, wenn wir nachher nicht mehr weiterkommen hier in den Dungeons. Ein paar Tries kann man ja immer mal probieren hier. Sehr schön, der liegt auch noch. Und Stufe 509. Und damit ist jetzt Meister G gleichgezogen mit mir. Jetzt sehe ich erst das Creator-Symbol hier. Das ist mir sonst nie aufgefallen. Wenn man selbst spielt, dann sieht man das ja nicht so. Lustig. Lustig, tralala. So. Weg mit dem Gesindel hier. 9 Dungeons, ging gut voran. Wann hat denn Rey Mysterio gepusht? Sehe gerade erst, wie hoch der ist. Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Ja. Lohnt sich schon, ne? So. Der Gummipirat. Weg mit ihm. Und 510. Easy. Ey, ich bin echt gespannt, wie weit er kommt hier. Also an dem hat er ja schon ein bisschen gestruggelt hier. Da müssen wir gucken. Vielleicht klappt er mit einer neuen Waffe oder so. Meister G, falls du da bist, wenn wir nachher soweit sind, das wäre cool, wenn du irgendwie SF-Tools oder so einlesen könntest, damit man guckt, wie hoch so deine Chancen für die Gegner sind hier aktuell. Damit ich sehe, welchen wir als nächstes hier noch attackieren. Dancing Mushroom. Guck mal die Borgknocke an, ob die Waffe besser ist. Die ist 100%ig besser. 100%ig. 1000%ig. Dafür bin ich ja auch jetzt nicht so der Typ. So. Hauptsächlich müssen wir, glaube ich, hier auch die Waffen nur wechseln. Okay, hier müssen wir mal schauen, wie es gleich aussieht. Jetzt gucken wir erstmal noch bei den anderen Etagen hier durch. Und dann gucken wir mal, was wir an Waffen so verbessern können, beziehungsweise austauschen für die Begleiter. Und dann würde ich sagen, machen wir nachher mal den ersten Scan bald, ne? Ich weiß nicht, YouTuber-Dungeon, ob da irgendwas liegt. Da bin ich nicht im Bilde. Da können wir gleich nochmal versuchen, aber ich glaube, da geht noch nicht so viel. Okay, hier stockt es auch gerade. Neuer Bogen. 4 von 21. Okay. Ja, ist ja wirklich noch easy. Aber wir schauen erstmal noch für Pilzen leicht rein und gucken, wie es aussieht gleich. Okay. Machen wir hier weiter. Ein paar Etagen sollten ja hier noch möglich sein. Weil jedes Level, was du hier schaffst, ist halt eben besser für Steinskips, Umequipungen oder sondergleichen. So, 514. Okay. Das sieht dann wohl erstmal danach aus, dass wir jetzt hier nicht mehr großartig weiterkommen. Dann würde ich vorschlagen, equippen wir jetzt deine Begleiter mit dem was wir jetzt hier haben. Gucken dann nochmal, was geht mit neuem Equipment. Dann würde ich sagen, liest du das Ganze nochmal dann in SF-Tools durch. Und ja, richten uns dann danach, wie es denn da aussieht. Und gehen dann in den Legendary Dungeon rein. Das wird ein sehr langer und sehr teurer Abend, glaube ich, hier werden.
Dann hau ich die restlichen Legis auch noch bei Marquardt rein und die schwarzen Edelsteine dann bei Bertram. Dann machen wir das so. Auch noch wichtig. Für die Dungeon-Prozent-Chancen ist es jetzt nicht verkehrt. Es war ein bisschen Investment an Skillpunkten, aber für die Dungeons ist es dann doch nützlich. So, ich gehe nochmal grob durch, was du schaffst und was nicht, ne? Wir haben ja jetzt soweit alles, glaube ich, für die Dungeons. Und dann, ja, siehst du, guck mal. Klappt doch wieder gut hier. Kurz mal ein Upgrade gemacht. Und dann sind wieder ein paar Level drin hier. So, da müssen wir ein paar Pilze vielleicht investieren. Okay, ja, ich will auch nicht zu verschwenderisch sein hier mit deinen Pilzen. Deswegen machen wir nur ein paar Tries. Und dann gucken wir gleich mal, welche Dungeon-Gegner als nächstes liegen, ne? Dann checkst du das mal kurz einmal durch. Den lassen wir auch in Ruhe. Da geht was. Ah, knapp. Komm. Komm jetzt kipp um. Sehr schön. Geht auch. Ich räume erstmal das Gesindel aus dem Weg und dann checkst du mal durch, was hier so funktioniert und was nicht. Beziehungsweise bis wie viel Prozent so, oh, sehr schön, gleich 2 am Stück, bis zu wie viel Prozent deine Grenze ist, sag ich mal. Kann ich aber auch nachvollziehen, weil es bringt dir im Prinzip jetzt nicht wirklich was bisher. 517 GZ. Ja, deswegen sind es, glaube ich, gar nicht mal so viele. Und Unge auch besiegt. Sehr schön. Das, ja, sieht jetzt erstmal fast nach Ende aus hier. Der sollte noch easy machbar sein. Nö. Ist anscheinend machbar. So, warte mal, was war der nächste? Doppelgänger. Ist jetzt die Frage an dich, bis wohin soll ich denn gehen? Bis wohin möchtest, ist deine Grenze. Dann machen wir den auch gleich noch hier. Easy peasy. 518 mittlerweile, ne? Holy shit, Digga. Das ist schon krass. Den haben wir. Die dahinter gehen alle. Sehr schön. Dann nehmen wir die auch noch gleich mit. Hier haben wir den Andreas. Der Andreas öfter mal bei uns hier im Chat gewesen. Der Art Director, beziehungsweise, ja, doch. Oder heißt das Art Director auf Englisch? Ich weiß gar nicht. Der auf jeden Fall für der Grafikspezialist in der Abteilung von Shakes & Fidget. Sehr gerne hier da, wenn Legendary Dungeons und so eröffnet werden, Trailer gemacht werden, weil dafür ist er hauptsächlich verantwortlich, beziehungsweise halt für alle Kolorierungen im Spiel. Ist immer cool, wenn wir auch so eine Leute hier haben, oder zum Beispiel auch den Leander hier im Chat. Ja. Ist schön zu sehen, dass auch so ein paar, ja, Mitarbeiter beziehungsweise halt Angestellte so von Player Games dann hier auch zuschauen. Schön, freut mich. Nicht großartige Erfolgschancen in den Dungeons haben wirst, so, beziehungsweise lange irgendwo stuck bleiben wirst. Das merke ich halt auch auf meinem Battle Mage. Da geht es halt nicht so voran in den Dungeons, aber da ist die Klasse halt auch gar nicht so wirklich primär drauf ausgelegt tatsächlich. Sondern halt eher auf, ja, auf das PvP-mäßige so, ne? Also macht schon Spaß im PvP, die Klasse. Wie es aussieht. Dann mit 519 rein in die LD-Runs. Es wird heute ein langer Abend. Aber der Energy kickt noch auf jeden Fall. Ging noch klar. Also ja, guter Call gewesen, hat sich gelohnt, ehrlich. Für die paar Pilze noch ein Level-Up mehr, hat sich voll gelohnt. Das war worth. Okay, let's go. Dann gehen wir rein. Wir gehen natürlich auf keine Ressourcenruns oder so, sondern hier, ja, schon gut durchrasiert hier. 519. Wir gehen hier direkt auf die Legis. Versuchen so preisgünstig wie möglich durchzukommen. Okay, aber die ersten 3 neuen Items. Huch. Wir sind gespannt. Was kriegen wir? Den Gürtel. Okay, gleich die ersten 3 neuen, ne? Jawohl. Die ersten 3 neuen sind am Start und wir gucken mal, was die für Statpunkte haben.
Digga. Ist das sexy, Junge. Grube skippen. Also für Pilze skippen einmal, damit die Seelen weiter durchlaufen. Der ist ja sehr generös. Aber 64er bist du ja eh am Skippen hier, ne? Ja, okay. Plus 151, plus 194 und 192. Ich meine, du sagtest ja, du hast dich einmal in der Dungeon-Pause neu equipped, ne? Das, ja, macht sich natürlich jetzt quasi bemerkbar, weil sonst wären die Stat-Punkte, glaube ich, noch heftiger gewesen. Ja. Okay, die nächsten. Da ist der Helm, der Ring und eine Schürze. Oder warte mal, wir ziehen die ihm an hier. So macht sich das besser. Bessere Rüstung. Ring. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay, hoffen wir mal auf irgendwas Gutes. Zahnrad. Waffe. Den haben wir schon. Schuhe. Leider keine Dings. Okay, du hast aber neue Schuhe. Let's go. Komm, Waffe. Gönn Waffe. Arkane Klobrille. Krawatte. Keine Waffe. Aber ich glaube, irgendwas war dabei. Ja, hier. Den brauchtest du auf jeden Fall. Wir brauchen noch Handschuhe. So, komm. Jetzt bitte eine Waffe. Klobrille. Shit. Aber wieder ein neues Item. Also es wird langsam. So, Chat. Ziehen wir die Waffe? Ja oder nein? Schnell. Ja, easy, ja, nein, nein, nee, nee, nee. Oh, viele Neins. Das wird die Waffe. Das sehe ich doch. Sehr optimistisch. Ja, aber Müllspanne. Ihr schmeißt ganz schön Auge, muss ich mal so sagen, Chat. Ihr schmeißt hier ein ganz schönes Auge rein. Gönnt doch mal jetzt bitte dem Meister G hier eine schöne Waffe. Ja. Wie kann ein Chat so Auge schmeißen? Wirklich. Also, ich schmeiß direkt Konterauge auf euch zurück. Ist ja unerhört. So. Für die ganzen Augen hier gibt es jetzt die Waffe. Auf Platz Nummer 2. Gönnen ja, aber kommt nicht. Okay, die Realisten. Let's go, komm. Ja, ist die Schmuddelschürze? Ja, ich hatte ja gesagt, auf Platz 2 kommt die Waffe jetzt. Ja. Die haut dich aus den Rahmen. Also. Ja, ich meinte eigentlich auf Platz 3 kommt die. Weil ihr Auge gemacht habt. Das ist allein eure Schuld gewesen. 3, 2, 1. Drei, zwei, eins. Aua. Alle guten Dinge sind 3. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. Jetzt hoffen, jetzt bitte, 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 gute Spanne, bitte, 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 bitte. Oh. GZ, Alter, 3150 mal 1,5. 4700. Ist okay, oder? Oder? Was sagst du dazu? Das hätte viel schlechter sein können. Aber der Durchschnittsschaden 306 Stat-Punkte, Digga, Alter. Meister G, bist du zufrieden? Wird angelegt. Das wollte ich hören. Also Meister G, skippen wir jetzt Steine, ja? Nur nochmal, dass ich von dir das Go habe. Begleiter oder nicht? Begleiter sind komplett maxed out für das, was wir brauchen. 15% Leben, 3x75, 15% Leben, 3x75, 15% Leben, 3x75. Hatten wir vorhin schon nachgeschaut.
Ja? Okay. Let's go. Also, auf deinem Main gehe ich natürlich von aus, nur orange Steine willst du haben. Ist das krank. Ist das ein kranker Stream heute, Junge? Also wirklich. Ist das ein kranker Stream heute? Das ist so heftig, diesen ganzen Progress mal mit durchzuerleben, von ne, Dungeon-Pause auflösen zu neu equippen, Begleiter, dann sich selbst im Leggy-Dungeon, plus halt alle Runen aktuell halten für alle Begleiter, die Waffen finden mit einer guten Spanne, wirklich jedes Item aktuell ja, auf neuesten Stand gebracht, plus dann noch aktuelle Edelsteine, Edelsteine tauschen bei allen Begleitern, jetzt auf dem Main auch noch, Runen tauschen überall. Willst du alle Begleiter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ist das dein Call jetzt? 16. Die 9, die ich in meinem alten drin sind, also 7 noch dann reinsetzen. Also soll ich erstmal noch Steine skippen? Also soll ich 9 weitere Leggy-Steine noch skippen? Und dann von denen, dann haben wir für alle Leggy-Begleiter auch Steine? Soll ich das erstmal noch machen? Ja? Okay. Weil dann kann ich besser unterscheiden, wo schon Leggy-Steine drin sind, in welchen Leggy-Equipment. Sehr gut. Und dann kann ich die Runen besser auswählen. Oh, du hast einen guten Run, komm. Das ist so krank, ne? Also ich glaube, das ist mit Abstand das härteste, was ich je gemacht habe in Shakes and Fidget, Alter. Das ist ja so gestört. Du hast nun dich und alle deine Begleiter legendär equipped. So, warte mal. Jetzt nehmen wir erstmal die besten Steine für das Equipment hier. Wir suchen erstmal den overall besten Stein für die Waffe. 1752. 8, 9. Okay, das sind deine Steine hier. Die sind alle über 1,7. Krank. So, die besten Steine sind die beiden hier. Oder die 3. Dann kommt das in die Waffe. Und der Rest ist ja egal. Das ist absolut, also es ist wirklich, es ist krank. Boom. Okay, haben wir das schon mal. So, jetzt gehen wir noch auf die Begleiter. Irgendwelche Präferenzen oder ist scheißegal, ne? Einfach alles Leggy. Einfach alles, was schwarz war, Leggy. So, und den Rest aus dem Equipment, ne? Steingewinnung. Ey, aber geiler Stream heute, wirklich. Absolut geiler Stream. Meister G, auch wirklich vielen lieben Dank für den geilen Content, den du uns hier heute lieferst. Wirklich krank, Dankeschön. Das war heute echt ein sehr cooler Stream gewesen. Ich mach mal Glücksrad, ne? Wie? Stopp! Wie? Stopp! Halt! Wie? Was? Wo? So. Okay. Jetzt gleich in der Ehrenhalle hochfahren. War für 17. Oh, jetzt wird es langsam knapp. So, da sind die Ressourcen alle.
Herzlichen Glückwunsch, du hast 100.000 Intelligenz erreicht. In die Dungeons und schauen noch, was jetzt nach der Neuequippung so funktioniert. Wir schauen einfach nach Gefühl, was noch so geht. Nordische Götter. Loki. Ist der erste auf unserer Liste hier. Sollte fallen, hoffentlich. Also jeder Gegner ist schon jetzt eine Herausforderung hier. Da haben wir ihn. Aber jetzt schon alleine das Level zu haben hier ist schon im Vergleich auch schon zu mir, ne? Jetzt direkt mal bist du einfach 10 Level weiter. Und das wirkt sich schon krass krank darauf aus. Oh! First Try direkt. Easy. Ja, halt auf das Gold und alles. 520 zu hitten wäre heute echt schon eine Ansage. Und auch der ist down. Pass mal auf, wir machen jetzt den Zauberschulen-Express. Der hat eine 1%ige Chance, der liegt vorher. Der finale Gegner, der will es jetzt nochmal schwierig machen hier. Für Olymp könnte man auf Waffenrune tauschen. Boah, wollen wir so tryhard gehen hier? Ich meine, gut, den können wir hier so oder so noch tryen. Da ist ja egal wegen Rune und so, ne? Der hat ja hier noch keine Runen drauf, aber er hat hier Feuer drauf. Ja, G, musst du wissen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast Stufe 520 erreicht. Krank. Und er liegt wirklich vor dem anderen Gegner. Liegt es am Runenschaden vielleicht? Wird der nicht mitberechnet bei SF-Tools? Ich weiß nicht. 520. Wir haben mit 493 angefangen und sind jetzt bei 520. Herzlichen Glückwunsch. 27 Level, ne? Ich würde sagen, den Rest, den kannst du alleine machen. Also, da kannst du dich selbst durchfriemeln, wie du möchtest. Das wird mir sonst jetzt zu intensiv. Ich glaube, 520 ist ein guter Abschluss, ja. Ich glaube auch.